Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive-Video. Heute mit etwas, was ihr wahrscheinlich nicht so gerne seht, und zwar Gempion. Und ja, ich habe mein eigenes Tournament jetzt auf Gempion. Erstmal nur eine einmalige Sache. Wollte ich nur schon mal ankündigen, weil es tatsächlich an eine Mindestteilnehmerzahl geknüpft ist. Also es ist so, Tournament, ich habe es ein bisschen, also ich konnte selber die Belohnungsverteilung und so auswählen und so. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen fairer oder besser gemacht, auch für Leute, die halt nicht so viel Lust haben, aber auch für Leute, die halt viel Lust haben, hier zu spielen. Ja, dass man sich vielleicht nicht ganz so, ja, dass man nicht ganz so leer ausgeht. Außerdem ist auch Free Entry, was für so ein großkarätiges Tournament mit $200 Preispool auch eher selten ist. Aber ja, zuallererst mal Spielestarter 2. Warum Spielestarter 2? Weil ich auf Gempion so heiße und sie haben das Tournament einfach danach benannt. Ist ja Wurst im Endeffekt. Also, ich hatte eigentlich Spielestarter den Account. Den habe ich aber dann gemerged, weil ich den falschen Charakter aktiviert hatte. Und deswegen heißt mein neuer Account halt Spielestarter 2. Einen alten Account gibt es nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ja, ist das hier quasi mein Tournament. Und es findet am 24. Mai um 15 Uhr statt und geht einen Tag lang bis zum 25. Mai um 15 Uhr. Ich dachte mir, das ist ein Freitag auf Samstag. Ich dachte mir, das ist ein ganz cooler Zeitraum. Leute, die Freitag schon Lust und Zeit haben, können Freitag zocken. Und Leute, die Freitagabend oder so keine Zeit haben, können dann halt Samstag noch bis nachmittags zocken. Also ich denke, es ist ein ganz guter Zeitraum, wo man auf jeden Fall irgendwo ein paar Stündchen frei haben sollte. Registrieren kann man sich leider erst, nachdem es angefangen hat. Ja gut, ich bin jetzt gar nicht eingeloggt, aber ist egal. Genau, das geht jetzt tatsächlich noch nicht. Auf jeden Fall ist es free to enter. Also ihr könnt alle mitmachen. Ihr müsst euch nur einen Account auf Gempion erstellen, euren Charakter eintragen und könnt dann mitmachen. Der erste Platz gewinnt $50 innerhalb dieser GemHub G heißt das. Und die wiederum könnt ihr gegen GemHub Token eintauschen. Und das sind quasi $50 aktuell. Dann der zweite kriegt $40, der dritte kriegt $30, der vierte 15, der fünfte 10 und Platz 6 bis 16 kriegen alle $5. Und das heißt, wir haben eine Mindestteilnehmerzahl von 20, ja, also es müssen 20 Leute mitmachen. Und von diesen 20 werden 16 halt auf jeden Fall $5 gewinnen. Das ist, denke ich, schon mal ganz cool, dass man da relativ wenig Aufwand hat, um überhaupt einzusteigen. Und zeitgleich lohnt es sich aber, denke ich, trotzdem hier mehr zu grinden, weil wie gesagt, man kriegt dann für jeden weiteren Platz doch eine deutlich bessere Belohnung. Und das ist jetzt auch nicht so eine sehr viel schlechtere Verteilung als sonst, weil normalerweise bei so $200 Tournaments ist es halt so, der erste kriegt irgendwie 80, der zweite 40, der dritte 20 und alle anderen kriegen basically 1 bis 5 oder so. Und ich denke, jetzt ist es ein bisschen besser verteilt, dass es sich halt auch lohnt, oder dass man halt nicht ganz komplett am Ende ist oder am Boden zerstört, wenn man halt dann am Ende doch nicht Erster, sondern Zweiter wird oder man wird Zweiter oder Dritter, dass dann halt nicht so ein riesiger Unterschied dazwischen liegt, dass man dann nicht ganz so mad ist, dann, dass es nicht geklappt hat. Und zeitgleich wird man halt aber trotzdem belohnt für eine deutlich bessere Platzierung mit basically barem Geld. Und ja, das ist im Endeffekt die Ankündigung dieses Video hier. Und ich wollte generell noch ein bisschen über Gempion reden. Also ich krieg, by the way, für das Tournament auch nichts. Das ist keine bezahlte Kooperation. Sie haben einfach nur gefragt, ob ich ja, ein eigenes Tournament haben will und dafür noch mal ein bisschen Werbung machen will für sie. Natürlich kann es sein, dass hier irgendwann noch eine Kooperation in ja, monetärer Hinsicht in der Zukunft kommt. Ja, ich meine, würde ich jetzt grundsätzlich auch nicht direkt ablehnen. Bisher finde ich, macht Gempion eigentlich grundsätzlich auf jeden Fall einen legitimen Eindruck, was auf jeden Fall die also du musst ja auch nichts kaufen oder so. Ja? Also nochmal das, was ich auf jeden Fall betonen möchte. Ja, ihr müsst nichts kaufen. Ihr meldet euch da einfach an, verbindet euren Flive-Account. Müsst ihr auch nicht eure Handynummer oder sonst was eintragen oder eure Adresse oder was weiß ich was. Ihr müsst da einfach nur euren Flive-Account verbinden, erstellt euch dann eine Crypto-Wallet, eine Ever-Wallet und dorthin wird das Geld ausgezahlt. And that's it. Ja, also mehr ist es nicht. Also da ist nichts hier irgendwie mit, ja, aber das sind doch bestimmt versteckte Kosten oder ja, erstmal muss ich 100 € in diese Kryptowährung investieren. Gar nichts. Ja. Ihr meldet euch da wirklich komplett gratis an, dann spielt ihr einfach nur Flive und bekommt Belohnungen. Ich weiß, ich habe es am Anfang auch nicht gedacht, dass es so simpel ist, dass es, ja, aber es ist so. Ja, es gibt nichts Verstecktes, nichts Schlechtes. Es gibt mehrere Leute, die das schon machen. Es gibt sehr viele Leute, die es nicht machen, aus verschiedensten Gründen. Kann ja auch jeder seine eigene Meinung haben. Ich will auch nicht sagen, dass es jeder von euch machen soll, aber ich würde euch einfach nur sagen, es ist halt einfach eine Chance, mit seinem Hobby tatsächlich noch ein bisschen Kohle rauszuziehen. Und es macht auch ein bisschen Spaß, irgendwie dann mehr zu... Also es macht mehr Spaß zu farmen einfach, ja, wenn man dann nebenbei noch seinen Progress irgendwie trackt und so. Klar, man kann immer seinen eigenen Progress tracken mit Event-Items, die man droppt und so. Aber so wirst du halt einfach zusätzlich dafür belohnt. Und ich meine, warum nicht? Ja, also, wie gesagt. Und das andere ist tatsächlich etwas, was ich jetzt auch schon oft gefragt wurde. Was ist eigentlich mit den anderen Tournaments auf Gempion?
Und ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Also ich wollte jetzt mal noch ein bisschen abwarten, weil es tatsächlich sein kann, dass jetzt einfach so eine kleine Unterbrechung zwischen Season 1 und Season 2 ist, von diesem großen $25.000 Tournament, das ja auch noch nebenbei läuft. Aber auch die Dailies sind gerade pausiert, die Daily Tournaments. Aber es gab halt jetzt halt auch diesen Fehler mit dem Game Guard, wo manche Leute halt gar nicht spielen konnten. Also der Mai oder generell die letzten paar Wochen waren einfach auch ein bisschen weird, muss man sagen, was Flive angeht. Wie gesagt, dieser Game Guard Fehler war schon ziemlich brutal. Und dann ist jetzt einfach Season 1 vorbei. Und ich glaube persönlich einfach, dass sie jetzt halt erstmal eine Pause gemacht haben, weil sie haben auch generell jetzt angefangen, mehr Community-Involvement in die Tournaments einzubringen. Also jeder kann jetzt theoretisch auch sein eigenes Tournament haben. Nicht unbedingt mit einem $200 Preispool, aber ihr könnt theoretisch auch über den Gemhub Discord auch euer eigenes Tournament anmelden. Ob das dann stattfinden wird und inwiefern, mit wie viel Preispool und so, das ist dann natürlich eine andere Sache. Also höchstwahrscheinlich keine $200. So viel kann ich euch sagen. Aber ja, sie probieren auf jeden Fall jetzt mehr irgendwie Community-Interaktion zu kriegen. Sie haben jetzt Rapids hinzugefügt. Da gibt es zwar aktuell noch keine Tournaments, aber es wird wahrscheinlich bald kommen. Und ja, lauter solche Sachen im Endeffekt. Also, oh ja, bei den Demians sollte man nicht hingehen. Warum sind die Fly-Verbreiter? Das sind doch Demians. Warum sind die so klein? Die Hitbox von den Viechern ist ja abnormal klein. Das ist ja geistesgestört, wie klein das ist. Leicht schwierig anzuklicken auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, keine Sponsorship. Ja, aktuell, ich kriege nichts für das Tournament. Ich werde mitspielen an dem Tournament, aber ich werde nicht auf Platz 1 schwitzen. Also ich will eigentlich gar nicht in die Top 5 unbedingt. Also außer es nehmen so wenig Leute von euch teil, dass die Top 5 extrem einfach sind. Ich meine, dann werde ich wahrscheinlich in der Top 5 landen. Aber mein Ziel ist eigentlich in dem Tournament ist nicht wirklich jemandem die Belohnung wegzunehmen. Also ich werde halt höchstwahrscheinlich in den Top 16 sein und diese $5 mitnehmen. Aber es ist wirklich kein Tournament, wo ich dann selber einfach rein snipe und mir die Höchstbelohnung hole oder so. Oder ich habe da auch keinen Vorteil oder irgendwie sowas in der Art. Also es ist wirklich mehr so gedacht als kleine nochmal zusätzlich Promotion für Gempion. Einfach um zu zeigen, was es ist, wie es funktioniert. Und dass ihr da eben einfach eine zusätzliche Chance habt, an Flive einfach Spaß zu haben und eben aber auch Geld zu verdienen. Wenn das jemand nicht will, absolut fein. Aber ich sag mal so, warum nicht? Also es gibt nicht wirklich viele Gründe, die dagegen sprechen. Momentan aus meiner Perspektive, alles, was ihr denen gebt, ist eure E-Mail-Adresse im Endeffekt und euren Flive-Account sozusagen. Aber der gehört sowieso nicht euch. Also sie wissen ja dann, welcher Flive-Account euch gehört und so, okay. Aber ihr müsst denen ja wirklich nichts geben. Also es ist, falls ihr da irgendwie Angst vor irgendwas habt, es gibt einfach keinen Grund dafür. Es ist ja auch nichts mal was ihr euch runterladet. Gempion ist ja sowieso schon in Flive integriert. Also wenn ihr Flive spielt, habt ihr automatisch Gempion auch auf eurem PC in Anführungszeichen. Ja, ist ja nicht so, wie gesagt. Also braucht man auf jeden Fall keine Bedenken haben. Es ist alles easy. Und ja, wie gesagt, also wenn der Mai dann vorbei ist, ich habe jetzt gesagt, der Mai war so ein bisschen eine weirde Phase und so, oder die Zeit davor jetzt mit dem Game Guard Fehler und so weiter und so fort. Spätestens im Juni werde ich auf jeden Fall Gempion mal kontaktieren, falls dann immer noch keine richtigen oder keine neue Season angefangen hat von dem $25.000 Tournament, dann werde ich dem Ganzen auf jeden Fall mal auf den Grund gehen. Aber ich denke, momentan kann es halt wirklich einfach sein, dass es da einfach wow, okay, baby, let's go. Hier sind einige Demian-Verbreiter, Flive-Verbreiter. Ja, also es gibt einfach legitime Gründe, warum das momentan so ein bisschen ausgesetzt sein könnte. Und ehrlich gesagt habe ich momentan sowieso keine Zeit für die Tournaments. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass momentan eine kleine Pause ist, weil ich absolut keine Zeit habe. Und deswegen kommt mir das ganz gelegen, muss ich persönlich aus egoistischer Sicht sagen. Aber ich meine, wenn es euch wirklich interessiert, dann könnt ihr ja selber einfach eine E-Mail schreiben oder so. Ich meine, die werden euch höchstwahrscheinlich schon antworten. Und dann hat sich das erledigt. Also ich meine, fragt einfach selber nach, wenn es euch so sehr interessiert. Und ja, wenn nicht, wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall auch nochmal nachforschen zu gegebener Zeit. Aber grundsätzlich kann ich einfach nur sagen, dieses System von Gempion und generell also erst war ich natürlich skeptisch, wie gesagt, Krypto hat viele Skandale hinter sich, viele verschiedene Kryptowährungen, viele verschiedene Influencer und so haben das, viele Skandale, aber das ist halt momentan wirklich etwas, wo man auch einfach, ihr könnt nicht mal Geld ausgeben. Es ist nicht mal so, dass es irgendwie so wäre, ja, okay, es ist grundsätzlich einfach nur spielen und for free und pipapo, ja, aber wenn ich jetzt 500 € auflade, dann habe ich die und die Vorteile. Oder dann sichere ich mir irgendwie ein Deluxe-Bundle oder so und habe dann irgendwelche... Nein, das ist einfach, ihr könnt nicht mal Geld dafür ausgeben. Also die nehmen nicht mal euer Geld, wenn ihr es denen geben wollt. Also selbst wenn ihr sagen würdet, ja, ich will jetzt da mein ganzes Geld reinbuttern, mein gut, rein theoretisch könnt ihr die Kryptowährung halt einfach kaufen. Aber es gibt einfach nichts. Ja. Es gibt nichts, wo man irgendwie gescampt werden könnte oder sonst was. Sonst würde ich auch keine Werbung dafür machen. Also ich meine, wenn das jetzt irgendwie ein obvious Rug-Pull oder Scam wäre oder was weiß ich was, dann wäre ich ganz ehrlich nicht dabei. Aber
momentan gibt es einfach keine Risiken. Sollte es doch mal irgendwas geben, ja, dann werde ich euch sofort davon Bescheid sagen. Wie gesagt, ich bin da ja ganz transparent eigentlich und ich livestreame das ja immer auch alles, was da passiert und erzähle euch ja immer eigentlich direkt alles, was passiert, so wie jetzt eben dieses Tournament, was bald kommt oder was jetzt in ein paar Tagen kommt, besser gesagt. Und ja, mehr gibt es da eigentlich einfach nicht zu sagen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ihr seht, ich farm gerade diese Demians. Ich wollte es mal, ja, nee, passt schon, Demians. Ich wollte es einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und ich muss echt sagen, die Hitbox ist ja total nervig. Also da habe ich auf jeden Fall keinen Bock, das die ganze Zeit zu machen. Aber ich habe eigentlich von den letzten, oh, was ist denn hier los? Als ob hier ein anderer Spieler ist. Na, das bezweifle ich ja. Ja, wo ist die Sau? Hä? Jetzt zieht wahrscheinlich gerade jemand einen neuen Charakter hoch, der so schnell wieder hier weg ist. Das gibt's doch nicht. Wer war denn das? Den suchen wir jetzt. Naja, ich wollte es mal ein bisschen ausprobieren, wieso die Droprate von den Boxen ist. Jetzt gleich von beiden eine Box gedroppt. Ja, mir wird immer so gesagt, ja, wenn du doch was von dem Event willst, dann farm doch einfach die Event-Items. Ja, könnte ich natürlich schon machen, aber das macht mir einfach nicht so viel Spaß. Also ich habe einfach ich meine, allein schon das mit der Hitbox, wenn ich das schon wieder sehe, ey, das kann ich nicht 5 Stunden machen. 5 Stunden Live-PC ist sowieso selten für mich. Aber wenn ich dann wirklich mal länger spiele, dann habe ich definitiv keinen Bock hier, so, hier kann ich so hinten und die Boxen droppen jetzt hier nicht mehr. Dann habe ich definitiv keinen Bock hier, die ganze Zeit diese Monster anzuklicken. Also für mich ist Flive-PC dieses klassische Event-Grinden bei normalen Monstern. Das ist so das Core-Gameplay von Flive-PC, abgesehen von Dungeons Farmen natürlich. Und ja, so blöd das auch klingt, ab und zu ist das einfach geil und macht einfach ein paar Stunden lang Spaß. Und diese Eventmonster zu farmen, wisst ihr oder wisst ihr auch nicht, keine Ahnung, war ich noch nie Fan von. Also kann man mal machen, ja, aber kann man halt auch die meiste Zeit nicht machen. Also ich kann das definitiv nicht die ganze Zeit machen und bin da noch nie wirklich großer Fan von gewesen. Je schlimmer die Eventmonster sind, wie in dem Fall so extrem klein, desto weniger Lust hätte man drauf. Natürlich würde man es eigentlich nicht, weil die Monster... Achso, nee, die Boxen sind tatsächlich sehengebunden, ne? Ah ja, stimmt, okay, ich wollte gerade sagen, normalerweise würde man es ja eh mit dem Event-Farm-Char farmen, aber in dem Fall tatsächlich nicht, weil da sind ja viele Power-Ups und so drin, die wir ja schon auf dem Main-Character haben. Na, das müsste man tatsächlich schon mit dem Main-Character tatsächlich farmen. Na gut, oder man farmt es mit dem Event-Farm-Character und der Main läuft hinterher und hebt die Items auf. Same thing to me, to be honest. Auf jeden Fall, ja. Oh, wir haben noch eine Box gedroppt. Ja, aber die Boxen-Drop-Rate wirkt jetzt nicht extrem gut. Wie viel haben wir gekillt von den Viechern? Ja, 40 wahrscheinlich oder so. Naja, ja, ein paar mehr wahrscheinlich. 50, 60 für 3 Boxen. Ist jetzt nicht außerordentlich gut. Ist nicht schlecht. Also wenn man jetzt wirklich viele von denen farmt, dann kann man sich da bestimmt ein ordentliches Boxen-Saldo verdienen. Aber die Welt ist es auf jeden Fall nicht. Naja, aber das war auf jeden Fall die Tournament-Ankündigung. Vergesst es nicht, 24. Mai. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Wie gesagt, wenn ihr noch keinen Account habt, es gibt eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert auf Gempion. Euren Account hinzufügt. Im Endeffekt ist es relativ simpel. Ihr braucht eigentlich einfach nur diese Account-ID. Hier, Account müsst ihr eingeben, dann kommt eure Account-ID, die müsst ihr dann bei Gempion eintragen. Jetzt shared die Account-ID am besten nicht mit anderen Leuten, das wäre nicht so gut. Wahrscheinlich. Und wenn ihr das gemacht habt, sucht eure Account-ID raus, nehmt euren Charakter, dann müsst ihr den halt eintragen und wichtig ist halt hierbei, ihr könnt den Charakter nie wieder ändern. Ja, also das ist das Einzige, was man wirklich ein bisschen kritisieren kann an dem System. Deswegen musste ich mir auch einen zweiten Account erstellen dann. Weil ich hatte mit dem falschen, also ich hatte in Anführungszeichen einfach nur einen Charakter hinzugefügt, um zu gucken, wie es funktioniert. Und dann habe ich realisiert, oh, das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Und dann war ich so, und was mache ich jetzt? Und dann gibt es aber diese Merge-Funktion quasi, dass so 2 Accounts in einen merged. Und das habe ich dann halt gemacht. Aber habe leider den Accountnamen vom zweiten Account übernommen. Und deswegen heißt mein Account jetzt halt Spielstar 2. Und den Spielstar-Account, den gibt es quasi nicht mehr. Genau, also alles in einem etwas, ja, umständlich, aber jetzt auch nicht allzu kompliziert. Account-ID, Character, einfach bedenken, man kann nur einen Charakter registrieren und fertig. Danke fürs Zuschauen, ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe, Flive PC Video oder auch gerne Livestream wieder. Link in der Videobeschreibung zu meinem Twitch-Kanal, wo ich livestreame jeden Tag. Und bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.